Okay, bevor wir uns in Ernährungsregeln verheddern, machen wir erstmal den Kopf frei. Weißt du, was mich an Ernährung manchmal wahnsinnig macht? Dass sie oft behandelt wird wie ein Moraltest, als würdest du beim Frühstück schon entscheiden, ob du heute ein guter Mensch bist. Und dann sitzt da diese kleine Ernährungspolizei im Kopf mit Klemmbrett und Trillerpfeife und bewertet jeden Bissen. Oh, ein Brötchen? Mutig? Marmelade? Aha. Butter? Aber wir müssen reden. Ich will dir heute etwas anderes anbieten, eine Sichtweise, die dich nicht stresst. Essen ist Information. Punkt. Kein Glaubenskrieg, kein ich darf nicht oder ich bin schwach, sondern dein Körper bekommt Signale und du reagierst drauf. So simpel. Und epigenetisch gedacht ist das eigentlich total logisch. Es geht selten um den einen Ausrutscher, es geht um das Muster, das du deinem System gibst. Wiederholung zählt. Das heißt auch, du musst nicht perfekt sein, du musst nur verstehen, was da passiert. Und wenn du merkst, nach dem Essen bin ich klarer, stabiler, ruhiger, dann war das eine gute Information. Und wenn du merkst, nach dem Essen bin ich müde, zittrig, gereizt und suche 10 Minuten später schon wieder irgendwas Süßes, dann war das auch Information. Nur halt nicht die Sorte, die dein Körper liebt. Und jetzt kommt der Punkt, an dem viele plötzlich denken, oh je, jetzt wird's kompliziert. Nein, wir machen das pragmatisch, ohne Dogma, ohne Küchenwaage als Lebenspartner. Und wenn du wissen willst, warum du dich manchmal nach dem Essen wie in einem Freizeitpark fühlst, dann kommt jetzt die Zuckerachterbahn im Alltag. Essen ist Information und manche Infos schicken dich direkt auf eine Achterbahn, ohne dass du ein Ticket gekauft hast. Du kennst das vielleicht, du isst was, kurz danach fühlst du dich erst ganz okay, vielleicht sogar energiegeladen und dann zack, eine Stunde später bist du plötzlich leer. So ein komisches Loch. Der Kopf wird matschig, die Laune kippt und du findest Menschen auf einmal anstrengender als nötig. Und der Körper flüstert ganz freundlich, wir brauchen sofort etwas. Irgendwas, am besten Zucker und am besten jetzt. Das ist diese Achterbahn, erst hoch, dann runter und im Runterteil bist du nicht willensschwach, du bist einfach biochemisch in einer Situation, in der dein System schnell Nachschub will. Und das Gemeine ist, du merkst es nicht immer als Hunger, manchmal merkst du es als Unruhe, als Gereiztheit, als ich muss kurz in die Küche, ich kläre da was. Und hier kommt mein Lieblingssatz, du musst die Achterbahn nicht verbieten, du musst nur den Sicherheitsgurt anlegen. Das heißt nicht nie wieder das so und so, sondern wie kriege ich mein Essen so gebaut, dass es stabiler läuft, dass der Peak nicht so hoch ist und der Crash nicht so tief. Und bevor jetzt jemand denkt, ich halte gleich den Vortrag mit erhobenem Zeigefinger, nein, ich halte eher einen Vortrag mit dem gesenkten Zeigefinger, der auf den Teller zeigt und sagt, mach's dir leichter. Und wenn diese Achterbahn zu oft fährt, dann gibt es manchmal ein leises Grundrauschen im Körper. Genau da sind wir jetzt. Entzündung als Grundrauschen, nicht als Drama. Das Wort Entzündung klingt für viele sofort nach Krankenhaus, nach Blaulicht, nach oh nein, was stimmt mit mir nicht. Ich meine heute was anderes, eher so ein leises Grundrauschen, ein System, das ständig ein bisschen arbeitet, ein bisschen reagiert, ein bisschen auf Kante läuft. Und das ist wichtig, weil viele Menschen sich dann wundern, warum sie sich so schnell erschöpft fühlen, warum Regeneration nicht richtig greift, warum sie morgens aufwachen und sich denken, ich habe geschlafen, aber warum fühlt es sich nicht so an? Das muss nicht gleich ein Riesending sein. Es kann einfach sein,
zu viel Stress, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung und dazu Essen, das den Körper eher triggert als beruhigt. Nicht als Schuld, nicht als Erklärung. Ich sag's mal so, dein Körper ist nicht beleidigt, dein Körper ist fleißig. Der macht seine Arbeit. Nur wenn er ständig kleine Baustellen hat, bleibt weniger Energie für das Schöne übrig. Klarheit im Kopf, stabile Stimmung, Lust auf Bewegung, gute Laune beim Aufstehen. Und die gute Nachricht ist, wir müssen das nicht über Nacht lösen. Wir können es schrittweise beruhigen, nicht mit Verboten, sondern mit ein paar einfachen Stellschrauben, die echt wirken. Und die erste Stellschraube ist fast schon unfair simpel. Nicht mehr streichen, sondern gezielt ergänzen. Ich sag dir was, viele scheitern nicht, weil sie zu wenig Disziplin haben. Sie scheitern, weil sie sich ein Projekt vornehmen, das sich anfühlt wie ein Umzug ohne Kartons. Ab morgen esse ich perfekt. Deshalb machen wir es anders. Wir fügen etwas hinzu, und zwar 2 Dinge, die wie ein Sicherheitsgurt wirken. Protein und Ballaststoffe. Das sind so die beiden ruhigen Bodyguards in deinem Essen. Sie schreien nicht, sie machen einfach ihren Job. Protein sorgt oft dafür, dass du länger stabil bleibst, Ballaststoffe bremsen, glätten, beruhigen. Und zusammen verhindern sie ziemlich häufig diese Blutzuckerachterbahn, über die wir vorher gelacht haben, obwohl sie eigentlich gar nicht lustig ist. Und jetzt bitte keine komplizierte Wissenschaft draus machen. Das kann super simpel aussehen. Du isst Brot, okay, dann packst du Protein dazu. Quark, Käse, Ei, Hummus, irgendwas. Du isst Joghurt, super, dann vielleicht Nüsse oder ein paar Haferflocken dazu. Du isst Nudeln, auch okay, dann mach halt Gemüse dazu und eine Proteinquelle, fertig. Das ist das Gegenteil von Ernährungspolizei. Das ist Ernährung als Freundlichkeit. Und jetzt kommt was, das viele unterschätzen. Nicht nur, was du isst, ist ein Signal, sondern auch wann. Deshalb schauen wir als nächstes auf Timing statt Perfektion. Es gibt so einen Klassiker, tagsüber wenig, abends viel oder tagsüber schnell, schnell nebenbei und abends sitzt du dann da und denkst, so, jetzt habe ich mir das Essen verdient. Und zack, plötzlich wird das Abendessen zum Hauptdarsteller deines Tages. Ich will dir da keinen Vortrag halten, ich will dir nur einen Gedanken geben. Dein Körper mag Rhythmus, nicht als Zwang, eher als Orientierung. Wenn du regelmäßig völlig leer läufst und erst sehr spät isst, dann ist das wie ein Handy, das immer mit 3% ist. Es funktioniert noch, aber es ist dauernd am Limit. Und dann wundert man sich, warum alles nervt. Und hier kommt noch ein Punkt, den man ganz ohne Dogma sagen kann. Je mehr Essen aus der Tüte kommt und je weniger dein Körper erkennt, was er da eigentlich isst, desto eher gibt es manchmal komische Reaktionen. Nicht immer und nicht bei jedem, aber häufig genug. Mein Lieblingsbild, wenn die Zutatenliste länger ist als deine Steuererklärung und du zum Verstehen ein Wörterbuch brauchst, dann ist es vielleicht kein Naturprodukt. Das heißt nicht nie wieder, es heißt nur, wenn du dich stabiler fühlen willst, dann bau mehr Essen ein, das dein Körper versteht, weil es nicht hochverarbeitet ist. Und wenn du es schaffst, ein bisschen früher und ruhiger zu essen, dann ist das oft wie ein Schalter, der sich umlegt. Ich gebe dir jetzt eine Aufgabe, die so klein ist, dass dein innerer Schweinehund nicht mal nach der Jogginghose suchen muss. Du nimmst dir eine Mahlzeit am Tag, nur eine, Frühstück oder Mittag, such dir was aus und die upgradest du nach dem Sicherheitsgurtprinzip, nämlich Protein und Faser. Mehr musst du nicht können. Und dann beobachtest du 3 Dinge und schreibst sie auf, ganz kurz, ohne Tagebuchroman. Wie ist deine Energie 1 bis 2 Stunden später? Kommt Heißhunger? Wie ist deine Stimmung? Was ist
das ist kein Kontrollzwang, das ist Neugier. Du wirst sehen, dein Körper gibt dir ziemlich ehrliches Feedback, wenn du ihm ein ruhiges Signal gibst. Und wenn du das 7 Tage machst, hast du plötzlich echte Daten über dich. Nicht über irgendeine Ernährungsform, sondern über dich. Und das ist der Punkt, wo es spannend wird, weil du dann nicht mehr blind Regeln folgst, sondern dein eigenes System verstehst. Und genau da knüpfen wir in der nächsten Folge an, denn Essen ist ein Signal, ja, aber dein Umfeld sendet auch Signale. Licht, Luft, Lärm, Menschen, Stress. Folge 6 wird sozusagen, was dein Körper sonst noch alles mitliest.